Wir benötigen Wolle in 6 verschiedenen Farben, eine Häkelnadel, eine Rasselkugel und dann sogar Gardinenstangenringe. Meine haben einen Durchmesser von 28 mm. Bei der Wolle ist es relativ egal, wie dick die ist, sie sollte nur zu der Größe der Häkelnadel passen. So, wir holen den Faden durch den Ring, machen eine Art feste Masche. So, und jetzt folgen immer nur feste Maschen. Das heißt, wir holen den Faden, indem wir die Nadel durch den Ring führen und dann eine feste Masche machen. Und das wiederholen wir jetzt so lange, bis der Ring quasi gefüllt ist. Wenn wir dann mit der Runde fertig sind, machen wir noch mal eine Kettmasche in die erste Masche. So, dann schneiden wir den Faden ab und vernähen ihn. Wenn wir das dann mit allen 6 Ringen gemacht haben, werden wir die Kugel umhäkeln. Und zwar lassen wir am Anfang den Faden noch relativ lang, weil den brauchen wir, um dann die Befestigung zu häkeln. Und dann beginnen wir mit einem Fadenring, in den wir 6 feste Maschen häkeln. Wenn das gemacht ist, ziehen wir den Fadenring zu und häkeln in die erste Masche eine Kettmasche. So, wenn man möchte, kann man sich dann einen Faden zur Markierung in die Arbeit legen, weil wir jetzt in Spiralen weiter häkeln. Und zwar häkeln wir in jede feste Masche 2 feste Maschen und haben am Ende der Runde dann insgesamt 12 feste Maschen. In der nächsten Runde häkeln wir immer abwechselnd erst eine Masche und dann 2 Maschen in eine. Also wir häkeln jetzt eine feste Masche, dann in die nächste 2 feste Maschen und in die nächste wieder eine und so weiter. Und dann haben wir am Ende 18 feste Maschen. In der nächsten Runde häkeln wir in jede dritte Masche 2 feste Maschen. Das heißt, wir häkeln erstmal eine, dann noch eine und in die dritte 2 feste Maschen und haben dann insgesamt 24 feste Maschen. Als nächstes häkeln wir jetzt erstmal ein paar Runden immer nur 24 feste Maschen, also in jede feste Masche kommt eine feste Masche. Ich habe jetzt insgesamt 5 Reihen ohne Zunahmen gehäkelt, das heißt, die Kugel passt da ganz gut schon über die Hälfte rein. Am besten lassen wir die Kugel jetzt auch schon drin und häkeln so weiter. Und in den folgenden Runden werden wir jetzt Abnahmen häkeln. Das heißt, wir häkeln erstmal 2 feste Maschen und dann häkeln wir 2 Maschen miteinander ab. Das heißt, wir häkeln in das vordere Maschenglied der nächsten Masche und in das vordere Maschenglied der übernächsten Masche. Haben jetzt so 3 Schlingen auf der Nadel, ziehen den Faden durch die 2 Schlingen und nochmal durch die 2, also machen eine feste Masche. Das wiederholen wir jetzt bis zum Ende der Runde und haben dann insgesamt 18 feste Maschen. Nach dieser Runde häkeln wir immer abwechselnd eine feste Masche und eine Abnahme. Das heißt, wir häkeln erstmal eine feste Masche
Und dann häkeln wir die beiden nächsten Maschen gemeinsam ab. Und immer so weiter bis zum Ende der Runde und dann haben wir insgesamt 12 feste Maschen. In der nächsten Runde häkeln wir nur noch Abnahmen, das heißt wir häkeln immer 2 Maschen miteinander ab. So, dann sind wir fertig mit dem Umhäkeln und schneiden den Faden ab, lassen aber auch noch ein ganz langes Stück dran und vernähen den Faden. Als nächstes nehmen wir uns Nadel und Faden und werden die Ringe miteinander verbinden. Das heißt, wir halten die so im rechten Winkel zueinander und werden sie hier an den Maschen miteinander vernähen. So, und den Faden können wir hier innen ein bisschen versteckt vernähen. Bevor wir die restlichen Ringe miteinander verbinden, nehmen wir uns die Rassel und verknoten sie hier an der Verbindungsstelle zwischen den beiden Ringen und machen einfach einen Doppelknoten. Als nächstes nehmen wir uns jetzt einen weiteren Ring und verbinden den jetzt an 2 Stellen, also einmal an dem Ring und einmal an dem Ring. Wenn man dann alle Ringe miteinander verbunden hat, nimmt man sich das andere Ende des Fadens, das an der Rassel dran ist, und befestigt das nun an der gegenüberliegenden Seite von der Stelle, wo wir das ursprünglich festgemacht haben, und macht da dann auch einen Doppelknoten. Wenn man möchte, kann man sich den Faden auch auf eine Nadel fädeln, dann geht das alles ein bisschen einfacher. Wenn man dann den Doppelknoten gemacht hat, kann man den Faden noch ein bisschen vernähen, dann abschneiden und dann ist man auch schon fertig.